Ein knolliges Hallo und willkommen zurück zu Contrast. Ja, und wie versprochen habe ich schon wieder so weit gespielt, dass wir hier quasi wieder aufnehmen können. Jetzt hat es kurz geruckelt. So. Okay. Und zwar weiß ich jetzt, wie es weitergeht. Da hinten. Wir hatten ja letztes Mal schon so ein bisschen die Idee, dass wir es hier machen können. Aber es ist tatsächlich so einfach. Es ist wirklich so einfach gewesen. Wir waren ja, glaube ich, schon so weit hier. Und haben dann letztes Mal das Problem gehabt, dass der Ball einfach nur nicht, dass ich den Ball nicht mehr aufnehmen konnte. Ja, wir müssen eigentlich aber jetzt nur in den Schatten bleiben. Und das genau hier hinlegen. So. Denn, wenn wir jetzt weitersehen. Zack. Da haben wir die Kugel. Smack. Sie rollt und rollt und rollt und rollt und... Was passiert? Sie rollt weiter und weiter und weiter. Ah! Feuer frei! Sehr gut. Also ich weiß ja nicht, ob ich diese Achterbahn wirklich fahren würde. Genau, sucht ja einen Wald zum Spielen. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt diese Attraktion hier weiterfahren würde. Oh nein! Wir sind verloren! Na, immerhin lässt sich das Mädel noch begeistern. Oh! Okay. Für mich übrigens alles wieder blind. So, verpasste den letzten Schlag. Siehst du, und schon wieder ist alles kaputt. Man kommt keine 2 Meter. Wer geht bitte in so eine Attraktion rein, weil man alle 2 Meter wieder warten muss, dass da irgendjemand wieder was fixt? So, zum Bedienen eines Gerätes. Welches Gerätes? Ah, okay. Das heißt, wir können da wahrscheinlich gleich gucken, dass wir da hochkommen. Das heißt, ich nehme an, so ist richtig für uns. Hoppala, jetzt bin ich runtergefallen. Dann wieder hoch. Ich nehme an, wir müssen da oben lang. Ansonsten wird es ja wahrscheinlich diesen Weg gar nicht geben. So. Erstmal hier eine Leuchtkugel nehmen. Was ist mit dir? Können wir da einfach rein? Oh, wir können nicht einfach reinspringen. Ja, ist ja gut. Bin ja gleich wieder da. So. Kann ich jetzt X drücken? Nein. Ich kann da auch nicht reinspringen. Was soll ich denn tun? Ich habe keine Kugel, oder? Hier fehlt doch wahrscheinlich wieder irgendwie ein Stück für uns. Hier muss da irgendwo eine Kugel rumliegen, nehme ich an. Vielleicht hier unten. Da, eine Kugel. Ich wusste doch, da fehlt was. Was ist denn das? Okay. Hat uns wohl nicht zu interessieren. Wahrscheinlich doch, und wir werden das erst später rausfinden. Aber ich komme hier nicht hoch. Na doch, jetzt ja. Ja, manchmal ist die Steuerung ein bisschen, ja, clunky halt. Aber das soll uns ja nicht groß hindern.
Oh, wie kriegen wir die denn jetzt da hoch? So. Komm mal her. Das ist da hinten ja relativ eben. Wenn wir jetzt wieder dahin gehen, ich hoffe mal, die Kugel bleibt als... Ja, sie bleibt als Schatten da. Sehr gut. Zack. Das sollte passen. Jetzt hätte ich es fast vergessen, in den Schatten zu gehen. Das war blöd gewesen. So. Und wie haben die sich das gedacht, wie sie das ohne den Schatten machen? Ich meine, normalerweise sollten die schon irgendwo Leitern und so weiter haben. Ja, den Black Screen habe ich derzeit auch noch. Ah, jetzt geht's weiter. Gut. Volle Kraft voraus. Wir doch nicht. Natürlich. Finde einen Weg zum Öffnen der Tür. Der einfachste wäre drücken, oder? Oh, I bet there's nothing actually broken. I bet it's just something you forgot to turn on. Figures Daddy bought it. Folge Didi. I bet there's just like one thing he forgot to do, and that's why the whole ride isn't working. It's probably in the control room, or the engine room, or something like that. Du kennst dich ja gut aus hier. Come on! It's dark out there. How are you gonna climb on shadows if it's dark? Hey! This is that maintenance room I was talking about. Why didn't Daddy do it? I bet he didn't even read the instructions. Er hat nicht mal die Anleitung gelesen. I think we can restart the whole ride. I knew it! I knew it was something simple. Wirf den Generator wieder ein. Was habe ich? Ach so, ein Sammelobjekt. Okay, 3, ja? 2, 1, go! Uh-oh, we didn't break anything, did we? Are you ready? Ja? Okay, 3, 2, 1, go! Wer denkt sich solche blöden Ideen aus? I think we fixed it. I think we fixed the whole thing. Also nicht diese Attraktion als blöde, aber die ganzen Beschränkungen drumherum. Bereiche, wo du ohne Leitern hinkommen sollst. Sachen, wo du 2 Leute brauchst, um die Sachen einzuschalten. Das ist doch eigentlich total hirnrissig, wenn du so einen Park hier leitest, oder? Egal, wir haben die Attraktion auf jeden Fall jetzt geschafft und suchen dann jetzt nochmal 2 weitere, die wir fixen müssen. Ich habe sie nämlich gar nicht mehr so groß im Kopf. Es ist schon eine neue Session, wie ihr euch sicher schon denkt. Deswegen weiß ich gar nicht, was da noch für Attraktionen waren. Okay. Die flugzeugfliegenden Schweine. Das klingt nach einer Sache, die ich mir angucken würde. Was ist denn das? Ach, hier. Okay. Wir nutzen die Chance der Schlägerei, um hier, hey! Die Chance der Schlägerei, um eine Leuchtkugel zu bekommen. Jetzt. Gehst du jetzt mal mit deinem Hut da weg? Okay, wir nutzen sie nicht. Es ist nur eine Leuchtkugel. Das passt schon. Was ist denn das? Egal, wir laufen mal durch. Ah, okay. Sowas wie ein Theater. In einem Holzwald. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her.
That sounds like Daddy. Und das scheint die Puppenprinzessin zu I sein. know she's around here somewhere. Übernimm die Rolle der Prinzessin. Ja, okay. Wenn ihr mich so darum bittet, bitte sehr. Sieht aus wie diese Eselskappe, aber okay. Ah, Tada! there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father. The Huhu. Huhu. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre. Oh nein! Eating travelers because ogres do that. Solange er nicht Prinzessinnen frisst. So, the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred. Fred. He fell immediately in love with the princess. Ah, Hilfe, aber ich nicht. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, Juhu! just like you. Abenteuer! She used her wits to get past unexpected obstacles. Und wie? Ich kann den Sprung nicht machen. Wie ging das? Ah, okay. Natürlich. Manchmal ist es so einfach. Hüpf. Sehr schön. Interessante Blumen. She couldn't even swim. So what do you think she did? She ran on top of their heads. That's right. Ganz genau so. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. To get high, ja. Sie nutzte magische Pilze, um high zu werden. Jetzt geh doch hoch. Oh! Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not. Genau. Leider ist sie gestorben. So gehen die besten Geschichten aus. Leider ist sie gestorben. Was? Okay. Wie machen wir das hier? So. So. Plop. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Okay, Moment. Der erste. Das ist der obere. Den brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Wir brauchen den unteren und den anderen. Was soll denn das? Jetzt hör auf, mich immer rauszuwerfen. So, wir brauchen den. Und wir brauchen den. Wir brauchen erst, ich glaube, den hier, ne? Ja. Das heißt, so. Und so.
Ja, das... She impaled herself on the bamboo. Das... Wait, that's not what happened. Da hat er mich zu weit geschleudert. So. So. Nein, umgekehrt. Menno! Jetzt bin ich zwar hier oben, aber ich brauche halt den anderen noch. So, jetzt sollte es aber passen. Wenn ich nicht springe. Okay. Ja, sehr gut. Ich sehe nur leider nichts unten. Okay. She came to the giant ogre's campsite, and there the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Oh nein! Hau mich nicht! Hoppala! Ich darf sie nicht mal berühren? Was für eine Geschichte ist das denn? Ja, hau du nur. Hep. But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Ja, das sind die Sachen, die man hier lernt. Guck, guck. Hep. So, jetzt aber. Aua, da hat er mich noch erwischt. Aua. Jetzt seht ihr mal wieder, Oger sind böse. Böse Oger. Das Prinzessinnenleben ist wohl nicht einfach. Na, komm her. Raus. Ah. Da muss ich doch schnell genug rauskommen. So, er dreht sich um. Jetzt renne ich. So. Okay. Was ist mit Fred? And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, Sie aber the nicht. king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider. Oha, das wird ja wieder was. A little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. Oh nein. So she went off looking for him again. Wie ein Kindermädchen. Na gut. Was ist hier links? Nix. Geht nicht weiter? Okay. Dann hier. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Ja, also wirklich. Wir brauchen auf jeden Fall einen Regenschirm. Tada! Oh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air. Das finde ich slowing cool. her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave.
Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But And maybe it was then- only the wind. And then she died. Okay. Ich frage nicht, wie die Alternative gewesen wäre. Deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Vielleicht, wir wissen es nicht. Oh, da. Ja, anscheinend. Wiedersehen. Wiedersehen, Fred. Finally, she landed softly. Right in a spider's web. Oh nein. Und jetzt? Und jetzt? Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Ja, super. Okay, jetzt geht's. Hepp. Lauf, 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 lauf. Spring. Hüpf. Stirb. Okay. Also nochmal hier. Schnell laufen, wir kriegen das alles hin. Hüpf, spring, stirb. Das geht. Ah, okay, ich hab's rausgefunden. Ich hab's gesehen. Da vorne ist so eine kleine Nische, wo man stattdessen hingehen kann. So, hier. Das sollte reichen. Sehr gut. Das sieht so aus, als würde das gleich losgehen hier. Natürlich, der geht gleich los. Suddenly, a giant Ah! spider jumped out of the shadows and attacked. Eine mechanische Spinne. Hilfe! Hopp, nein! Runter! Ha! She ran and Du wirst mich climbed. niemals kriegen! But the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. Und ich bin kein Cyber wie diese Spinne. Ich finde Spinnen gar nicht mal so schlimm. Sind ganz nützlich. Lauf! Lauf! Nein, nicht auch noch da! Kerl! Stell dich nicht so an! Hüpf! Und hüpf! Und hüpf! Und hüpf! Und hüpf! Und hüpf! Hüpf weiter! Verdammt! Andere Seite! Und hüpf! Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. Hep! Und Wiedersehen, Spinne! Poor spider. Ja, arme Spinne. Finally, she found Fred. Hallo He was Fred. all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. Und was machst du so? Du hängst ab, oder? Dann will ich dich nicht weiter stören. Dom, die dom, die dom, die dom, die dom. Ich bin eine Prinzessin, ich gehe weg. Dom, die dom, die dom, die dom. Okay. So hat er sich das natürlich nicht gedacht. Wir springen einfach mit ins Netz. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Wirklich? Muss das sein? The king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song very quietly. Ich würde es auch nur noch sehr leise singen. After a few days, the princess got to wondering, Why our dad kept trying to give her away? but she was worried about Fred, so she went off to find him. Clever Kind. What a clever girl. The
The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms. But she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Wer wäre das schon? Die paar gefallen. Ah! Gefahren. She thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. But then she died. Ach ja, da werde ich einfach rausgeworfen, oder was? Finde ich nicht gut. Ah, okay. Ich dachte, das wäre nur so ein Ding zum Ausweichen, aber dann passt. Ah ja, die gehen jetzt. Na komm. Ich dachte, da muss man oben drauf, aber es hat sich ja gut. Passt. Du schon wieder. Oh. Hallo Drache, ich nehme mir den Fred einfach mit und dann... Es wäre doch eh für dich sehr viel Arbeit, diese Konservendose hier erstmal zu schälen. Ich habe keine Attack-Taste. Da muss ich wohl nach vorne rennen. Und er rüstete Fred. Guck, guck. Na, einmal noch. Komm her. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Das hätte mich eher interessiert. Und so wurde sie zu Daenerys Targaryen. Okay, ja, das war ja eine sehr interessante Geschichte. Auch das alternative Ende hätte mir jetzt eher gefallen. Aber darüber will ich natürlich nicht meckern. Hat mir gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo wir natürlich die letzte Attraktion... Oh, ich stehe auf Popcorn. Ich stehe total auf Popcorn. Wo wir dann die letzte Attraktion noch reparieren werden. Ciao, ciao.